Oberösterreich. Ein Urlaub für Entdecker. Durch eine spektakuläre Natur mit herausfordernden Passagen. Juhu! In der nördlichen Mitte Österreichs liegt das Bundesland Oberösterreich. Es grenzt an Bayern und die Tschechische Republik. Und das ist Steyr. In dem kleinen Städtchen an der österreichischen Romantikstraße startet unsere Rundreise. Steyr hat eine 1000-jährige Geschichte. Bürgerhäuser verschiedenster Stilepochen rahmen den Stadtplatz ein. Schon Franz Schubert bezeichnete Steyr als über alle Begriffe schön. Steyr ist eine lebens- und liebenswerte Kleinstadt. Man kennt sich hier noch. Auch ihn, den stets gut gelaunten Sportkletterführer Lukas Althuber. Das ist der Wolfgang. Hey, gut. An seiner Heimatstadt mag er vieles, auch die überschaubare Größe. Ciao. Steyr ist für mich eine wunderbare kleine Stadt, familiär, aber gleichzeitig bietet es einfach eine total schöne Kulisse. Also wenn man da jetzt einen Kaffee trinkt, das mache ich irrsinnig gerne. Man hat Flüsse, man hat Berge, man befindet sich nahe am Alpenvorland. Also ja, für mich ist der beste Platz zum Wohnen. Was Steyr so besonders macht, offenbart sich vielleicht hinter diesem dunklen Loch in der Wand aus Sedimentgestein. Ein ehemaliger Luftschutzbunker, der eine moderne Aufwertung erhielt. Ein Aufzug in die obere Etage der Stadt. Hier hat man den besten Ausblick über die Stadt, kann die Flüsse erkennen, über die Dächer drüber schauen. Also ich komme da immer wieder gerne her und genieße den Ausblick. Steyr steht für seine Architektur und Eisenindustrie. Traktoren made in Steyr sind weltbekannt. Auch Wasser spielte in Steyr schon immer eine große Rolle. Wo sich die beiden Flüsse Steyr und Enz vereinen, erlebten die Bewohner in früheren Zeiten immer wieder, welch gewaltige Kraft die Natur haben kann. Steyr, Zwei-Flüsse-Stadt, ist immer vom Hochwasser oft betroffen gewesen. Und ich kann mich gut erinnern, 2002, wie das Hochwasser gekommen ist, da ist die ganze Stadt geschwommen. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir mit meinen Eltern damals uns das angeschaut haben. Das war wirklich beeindruckend, aber gleichzeitig natürlich für die Einwohner, für die ganze Stadt eine Katastrophe. Jetzt mit den ganzen Gegenmaßnahmen, muss ich sagen, sind wir in den letzten Jahren recht gut verschont. In und rund um die drittgrößte oberösterreichische Stadt wurden zahlreiche Schutzmauern und Wehranlagen zur Wasserregulierung gebaut. Die Steyrer Altstadt, ein Architekturjuwel. Wir sind hier in einem wunderschönen alten, restaurierten Steyrer Stadthaus beim Schmollgruber. Und hier kann man in die Unterwelt der Stadt Steyr abtauchen. Bereits vor 400 Jahren wurde hier Eisen zu Uhren verarbeitet. Mindestens genauso alt ist der zugehörige Keller. Und so schaut Steyr von unten aus. Also nicht nur bei diesem Gewölbe, sondern in ganz Steyr. Eines von insgesamt 725 denkmalgeschützten Objekten in Steyr ist das alte Stadttor in der Berggasse, dem Aufgang zum Schloss Lamberg. Das über der Stadt gelegene Barockschloss blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die einstige mittelalterliche Burganlage wurde nach einem Brand im 18. Jahrhundert umgebaut. Der Schlosshof führt direkt in eine weitläufige, grüne Oase. Wir sind jetzt im Schlosspark, geht irrsinnig gern da laufen. Wir sind mitten in der Stadt und mir kommt es immer vor, ich stehe am Wald. Und das habe ich total gern. Auch einfach nur durchschlendern. Etwa 38.000 Einwohner leben in Steyr und 3 Steinböcke. Seit 35 Jahren leben sie im Schlossgraben. Ein Jäger kaufte sie eigens für das Schloss. Seither genießen sie hier Asyl.
Noch ein letzter Kaffee für Lukas Althuber. Und dann heißt es: Auf geht's! Start zur Radeltour. In Steyr starten diverse Radwege. Lukas nimmt die Traunviertelrunde in Angriff. In mehreren Etappen geht es nach Molln. Nach einem Abstecher zum Traunsee führt die Runde in die Pyrren-Priel-Region und in den Nationalpark Kalkalpen. Vom Reichraminger Hintergebirge geht es schließlich über den Enz-Radweg wieder zurück nach Steyr. Und direkt an der Steyrer Altstadt beginnt der Steyr-Talradweg. So, jetzt passieren wir da die Steyr. Wir haben da jetzt Blick auf Zwischenbrücken. Also da mündet die Steyr dann in die Enz. Ja, und wir kommen jetzt in Steyrdorf. Dann in dem Werkhaben ist ein wunderschöner Ort, Platz. Sage ich mal Venedig von Steyr, weil einfach so viele kleine Flüsse und Nebenarme sind. Viele Kanäle, Stauanlagen und 119 Brücken und Stege hat Steyr. Ja, wir befinden uns da jetzt in der Unterhimmerau. Das ist ein Europaschutzgebiet. Das heißt, wir haben da wirklich eine intakte Naturlandschaft. Aber für mich persönlich ist es einfach ein Platz zum Erholen. Ein richtiger Kraftplatz, kann man sagen. Ein Naturschutzgebiet, das untere Steyertal, das bis ins Stadtgebiet von Steyr reicht und sich über eine Fläche von ca. 210 Hektar erstreckt. So, jetzt machen wir einen kleinen Abstecher. Also ich zeige euch da jetzt einen super schönen Spot an der Steyr, nämlich die Krugelwehr. Die Krugelwehr, eigentlich eine schiefe Ebene für Wasserfahrzeuge. Da vorne haben wir eine Bootsrutsche. Wenn ich Lust auf Action habe, dann komme ich da her und fahre mit meinem Stand-Up-Paddle-Board durch. Die Bootsrutsche ist nicht für jeden geeignet, aber es macht irrsinnig viel Spaß. Man sieht da vorne schon das Weißwasser, das Wasser kehrt da zurück und da muss man aufpassen. Deswegen wirklich vorinformieren, am besten einen Kurs machen, dass man da auf der sicheren Seite ist. Und das sieht dann so aus. Bis ich das dann gestanden habe, das hat schon eine Zeit gedauert. Aber einfach immer wieder probieren und es macht irrsinnig viel Spaß. Und wenn man es dann steht, dann freut man sich umso mehr. Die Steyr mit ihrem kristallklaren Wasser ist einer der saubersten Flüsse Österreichs. Weiter geht's immer entlang des fünftlängsten Laufs Oberösterreichs. Es gibt nichts Schöneres, wenn ich rausgehe, mich bewege und die Natur zu fühlen. Und das finde ich draußen. Der Steyertalradweg führt teilweise entlang der alten Steyertalbahn. Österreichs älteste 760 mm Schmalspurbahn. So, das ist jetzt die Steyertalbahn. Jetzt sind wir da bei der Endstation. Am Bahnhof Grünburg. Ein Verein sorgt ehrenamtlich dafür, dass man hier am Wochenende wieder einsteigen und fahren kann. So, jetzt schauen wir uns mal so einen alten Waggon an. Drinnen nur alte Holzgarnitur. Man glaubt, es ist hart zum Sitzen, aber es passt einfach nur total gut. Das hat schon einen Flair. Seit 1985 fährt sie wieder auf einer 17 Kilometer langen Strecke zwischen Grünburg und Steyr als Museumsbahn für Touristen. Über die ehemalige Trasse führt die Route von Grünburg an der Steyr entlang immer in südlicher Richtung zum heutigen Etappenziel, nach Molln. Ein kleiner Ort mit großen Leidenschaften. Wo nicht nur Radlern ein Denkmal gesetzt wird, in Molln wird vieles mehr produziert. Zum Beispiel in der alten Schmiede. Da wird für ganz berühmte Kunden produziert. Und das noch wie im 14. Jahrhundert. Johann und Georg Schmidberger schlagen, hämmern, schleifen nach uralter Schmiedetechnik. Und das entsteht dabei. Die Gran Gala-Uniformen der Schweizer Garde. Die Rüstungen für die Bodyguards des Papstes. Sie kommen persönlich nach Molln, wo ihnen sogenannte Harnische, also Brustpanzer und Helme, angepasst werden, um sie dann direkt aus dem Alpenvorland nach Rom in den Vatikan zu liefern, erklärt Hildegard Schmidberger.
Wir machen auch nicht nur für die Schweizer Garde, auch für die Museen, für die Theaterstücke, Salzburger Festspiele, jetzt haben sie wieder Wiener oder Münchner Staatsoper, Münchner Kammerspiele. Einmal haben wir 160 Römerhelme gemacht für Salzburg. Unglaublich. Wahnsinn, ja. Man kann sich das nicht vorstellen. Das heißt, die seid so wirklich im europäischen Raum die einzigen, die so handwerklich, ja. Dankeschön. Aufträge, die dem Familienunternehmen weiterhin die Existenz sichern. Noch mehr Großes, das der kleine Ort zu bieten hat. 6 Meter hoch, 2 Tonnen schwer. Die größte Maultrommel weltweit, die steht hier nicht zufällig. 100-mal bin ich da schon mit dem Rad vorbeigefahren. Heute muss ich da mal reinschauen. Bei Roland Bades ist immer Tag der offenen Tür. Darf ich dir zuschauen? Ja, ich montiere hier gerade die Feder in den Rahmen rein. In diese Prägung setze ich jetzt die Feder ein. Die hat die Breite, dass sie da reingeht. Und nehmt links und rechts das Material mit runter und verpresst es. Und das hält dann schon? Und das hält. Schaut dann so aus. Und im Anschluss muss ich den Rahmen richten parallel zu der Feder, dass die Maultrommel spülbar wird. Weil so wie sie jetzt ist, gibt sie keinen Ton. Und das mache ich auch beim Richtstock. Das nächste, was ich jetzt mache, ist das Richten, parallel stellen des Rahmens zur Feder. Und umso genauer, dass ich das ausrichte, umso besser spielt die Maultrommel. Ich schaue auf den Spalt der Feder. Von dem ich stelle den Rahmen mittig und zu der Feder. So. Ich höre schon, dass das passt. So ist fertig. Super. Für die Welt. Traditionelle Mollner Handarbeit, die in die ganze Welt geliefert wird. Schon seit dem 17. Jahrhundert werden in Mollen Maultrommeln hergestellt. Jetzt ist Lukas gefragt. Halten tust du das schon richtig. Auf die geöffnete Zahnreihe auflegen, dass die Zahnspitzen auf der Schrägen oben und unten sind und die Lippen auf den Rahmen geben. Fester auf die Zähne auflegen. Ja, jetzt ist. Sehen, wird schon. Na also, 1818 gab es 34 Meisterhersteller in Mollen, heute sind es noch 3. Die Mollner Maultrommelerzeugung, ein immaterielles UNESCO-Kulturerbe, ein schützenswertes Handwerk. Weiter geht es von Molln nach Klaus und Steierling zum Etappenziel nach Windischgarsten. Immer begleitet, mal näher, mal weiter entfernt, vom smaragdgrünen Fluss. Lukas kennt den besten Blick. Einfach mal kurz vom Radweg auf die Bundesstraße abzweigen. Da haben wir jetzt die Steirer Schlucht. Ich liebe diesen Platz. Der Blick von oben ist toll. Mir persönlich gefällt es am besten, wenn ich da mit dem Stand-Up-Paddleboard durchfahre. Das ist schon sehr beeindruckend. Gleichzeitig unvorstellbar der Ritt durch diese Wildwasserschlucht. Flussaufwärts, gleich oberhalb, liegt das im Jugendstil erbaute Kraftwerk Steyr-Durchbruch. Seit 1908 liefert es kontinuierlich Strom. Und das mit einer Kraftwerkstechnik aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Es schmiegt sich einfach, finde ich, perfekt in die Landschaft. Man sieht da oben, das Wasser ist da schon aufgestaut, glasklar. Das hat Trinkqualität. Also ich nehme mir da keine Trinkflasche mit, wenn ich am Fluss unterwegs bin. Das braucht man da nicht. Ja, und wir sollten auch jetzt da runtergehen zum Kraftwerk, weil von da hat man einen tollen Ausblick in die Schlucht rein, von unten. Was machst denn du da? Servus! Was schaut's denn aus? Bist du da heute durch? Ja, ich fahre heute mit Steyr-Durchbruch durch. Kumpel Herbert Schörkuber, mit dem Lukas oft unterwegs ist, hat Lust auf Action. Wie kalt ist denn das Wasser? Schätze mal so, also wir haben eigentlich da nie mehr wie 14 Grad auch im Hochsommer nicht. Also ich glaube, jetzt werden wir so um die 13 haben. Reinfallen will man ja nicht, oder? Ich bin gut ausgestattet, also von dem her ist das überhaupt kein Problem, die Temperaturen, ja. Hey, Luke, wenn du schon mal da bist, das trifft sich wunderbar, kannst du Lust runterlassen. Sehr klar. Weil dann gehe ich mal runter Passt. und
Lass es da runter. Nimm's an, gell? Hey, super. Alles klar. Hey, viel Spaß. Ja. Gut für Herbert, jetzt hat er jemanden, der ihm hilft, das Brett herunterzulassen. Ist es extra dafür gemacht oder wie? Das ist extra dafür gemacht, ja. Eine Bootsrutsche nur für Abenteurer. Und das hast du auch schon gemacht? Ja, ich fahre da auch ganz oft runter. Also es ist ja, ein großer Spielplatz für mich eigentlich. Und ich kombiniere das oft sehr gerne, dass ich mein Rad am Ausstiegspunkt stehen lasse, mit dem Stand-Up-Paddleboard runterfahre und dann fahre ich mit dem Radl wieder zurück. Ganz einfach und braucht man nicht ein Auto dazu. Umweltbewusst und ressourcenschonend. Der Herbert ist schon unten. Zum Warmmachen. Schließlich lässt er zum ersten Mal in diesem Jahr das Brett ins Wasser. Komm. Steht ja ganz solide oben, oder? Ja, aber noch ist er nicht in der Schlucht. Herbert, viel Spaß! Jetzt heißt es konzentrieren. Es geht darum, dass man sozusagen den Fluss liest. Also der Fluss gibt die Richtung vor und man soll mit dem Fluss gehen. Also nicht gegen den Fluss, und wir müssen da den Fluss lesen. Und da hat man sozusagen das Paddel ja auch als Stütze. Und dann kann man es über die Wellen drüber ziehen. Und es ist einfach, ja, man probiert es und man kriegt sofort eine Rückmeldung, ob das jetzt passt oder nicht passt. Und das ist das Spielerische, was mir so gut gefällt am Wildwasser-Stand-Up-Paddeln. Jetzt kommt der Herbert zu ein bisschen anspruchsvolleren Stellen und in die Steirer Schlucht. Ja, mal schauen, ob er es heute macht, beim ersten Mal. Wow, das macht Lust. Ich würde jetzt sofort aufs Brett springen. Also, ich bin zwar nicht richtig ausgestattet, aber vielleicht erwische ich den Herbert da vorne wieder, dann tauschen wir. Der Steyr-Durchbruch, entstanden durch den einstigen Enztalgletscher. Nach seinem Rückzug grub sich der Fluss hier tief in den Untergrund. Boah, das ist ja Dschungel. Wie war's? Ja, super was. Ja. Fürs erste Mal ganz lässig. Und Ohne Wackler? leichter Wackler. Also die schwierigste Stelle bin ich gestanden sogar auf Anhieb. Das hat mich eigentlich gewundert fürs erste Mal. Und dann, wie es halt immer so ist man unkonzentriert irgendwann und wo es ganz ruhig war, bin ich dann reingezogen. Kann mich ein bisschen Eine kleine Erfrischung. Ganz ohne Wasserkontakt geht es für Lukas weiter. Noch gut 25 Kilometer sind es bis Windischgarsten. Auf den ganzen Traunviertel-Radwegen gibt es Servicestationen. Also wenn man mal eine Panne hat, ist einem da gut weitergeholfen. Und Ladestationen für E-Bikes gibt es ebenso überall. Hier sind wir an der Abzweigung zum Kremstal-Radweg und hier kommt man auch zum Traunsee. Nämlich kurz vor Klaus. Da geht es auf der Traunvierteltour zum Traunsee. Genau 34 Radkilometer sind es und dann liegt er vor uns, der Traunsee. Mit 191 Metern ist er der tiefste See Österreichs. Wie ein Fjord erstreckt er sich von Nord nach Süd. Auf dem See zu Hause sind Benjamin Meyer und sein Cousin Manfred. Morgens um 5 gehört den beiden Berufsfischern das Gewässer meist allein. Es ist wunderschön, auch in der Früh, die Sonne aufgeht. Es ist sehr, sehr geil. Vielleicht ist es das, denn nur um Geld zu verdienen, würde das nämlich niemand mehr machen. Man muss schon richtig verrückt sein und das lieben mit den Fischen und in der Natur. Also reich wird mit der Fischerei keiner heutzutage. Lieber glücklicher und etwas weniger haben, als wie viel Geld und unglücklich zu sein. Und wenn man natürlich dann weiß, dass man ein Produkt erzeugt, das es eigentlich so nicht zu kaufen gibt. Also das ist einfach die Spitze im Bereich Fische von der Qualität und das macht einen schon sehr stolz. Rheinanken und Barschwildfang, alles Bio und kein Zuchtfisch. Der Fang, der heute ins Netz gegangen ist, wird vom See direkt in diese Küche geliefert. Im Hotel Das Traunsee werden Fischer und Fisch bereits erwartet. Und das vom besten Koch Österreichs.
Servus. Grüß dich. Servus. Schöne Reinigungen haben wir heute und ein paar Brasch. Super. Da schau, ungeschupft. Das ist sicher. Fischspezialist Lukas Nagel legt ebenso großen Wert auf Qualität und Frische. Gerade ist er zum Koch des Jahres 2023 gekürt worden. Es ist natürlich schön, dass man das honoriert bekommt, was man tut. Wenn uns was Freude bereitet, dann machen wir das auch gut. Aber wegen dem bleiben wir am Boden und wir werden so kochen, weiterkochen und mit Freude weiterkochen für Gäste, wie wir es immer schon getan haben. Und die schätzen seine Küche im Bootshaus. Anstelle von Schnickschnack, gute Lebensmittel aus der Region. Dann starten wir eigentlich schon los. Also der Barsch ist ja eigentlich ein Fisch, der eigentlich keine Gräten hat. Der hat nur die Bauchgräte. Das ist immer üblicherweise, glauben die Leute, man hat da ganz viel Gräten. Schwuppdiwupp. Und da haben wir schon das erste Filet. Und beim zweiten eigentlich ist genau dasselbe. Genau. Zweites Filet. Genau. Da gehen wir ganz kurz drauf. Man sieht, wie frisch der Fisch ist. Die Haut wäre sonst eigentlich roh, nicht genießbar. Und jetzt haben wir ein schönes Aroma. Ich liebe Kochen. Es ist mein Leben im Endeffekt. Also ich möchte niemals den Kontakt zu den Lebensmitteln verlieren, um aus den Lebensmitteln von Benny zum Beispiel die bestmöglich auf den Teller zu präsentieren. Und da sind wir dann auch schon so weit. So, machen wir das hier rauf, ganz schnell, ganz kernig und knackig. Gut. Kommt dann eigentlich in den Teller rein. Das macht das Ganze dann herzhaft. Und hier haben wir unseren geflammten, auf Salzstein geflammten Barsch mit eingelegten Radieschen, ein paar Wildkräuter und Kürbiskernschuljo. Am Nordende des Traunsees liegt Gmunden. Die Bezirkshauptstadt des Salzkammerguts ist das Zentrum der Region. Mondän und gleichzeitig bodenständig. Gmunden, eine kleine Kurstadt mit zahlreichen denkmalgeschützten Bürgerhäusern. Hinter denen sich manchmal Überraschungen verbergen. Im Kammerhof, kurz K-Hof genannt, begegnet man stillen Zeitzeugen stiller Örtchen. Alles rund ums Häusel, wie es in Österreich heißt. Historische Sanitärobjekte. Vom Leibstuhl zu Zimmerklosett und Nachttopf. Im Klo-Museum Klo und so wird präsentiert, was sonst irgendwo versteckt wurde. Also gerne explizit und länger hinsehen. Gmunden ist weder klein noch groß. Dabei gibt es alles, was 13.000 Einwohner oder Gäste so brauchen. Eine Einkaufsstadt mit südlichem Flair und Sinn für Humor. Was hier gelehrt wurde, wird stolz präsentiert. Im Zentrum hat auch Andreas Paschinger seinen kleinen Laden. Er ist einer der letzten seiner Zunft. 2 Wochen Arbeit investiert der Lederhosenmacher in ein einziges Exemplar. Bis heute wird in dem Familienbetrieb alles handgemacht. Und das nach sehr alten Vorlagen. Das sind unsere Stickvorlagen, das sind überlieferte Muster, die mein Vater von seinem Lehrherrn bekommen hat, beziehungsweise von einem Arbeitskollegen. Und makabererweise hat man damals teilweise das Papier hergenommen von Sterbeurkunden, wo man dann ganz klar sehen kann, wie alt das die dann wirklich sind. Das war so das beste Papier, was gratis ins Haus gekommen ist, würde ich mal sagen. Man hat einfach damals alles verwendet, was man noch irgendwie hat bekommen können, beziehungsweise man hat das nicht weggeworfen, sondern einfach wiederverwertet. Und das funktioniert jetzt so, dass man da die Löcher drinnen hat. Das legt man dann praktisch aufs Leder drauf und dann mit dem Waschel und mit Kreidenstaub wird es dann durchgezeichnet. Dann sieht man da auf der anderen Seite das Durchgebauste
Und dann wird das Ganze mit Gummi arabicum und mit der Schwanenfeder dann nur einmal nachgezeichnet und erst dann kann man sticken anfangen. 2 Jahre beträgt die Wartezeit für eine Lederhose. Deutlich schneller geht es hier zu. Die Gmundener Grünberg-Seilbahn bringt Besucher in 10 Minuten bequem auf den Hausberg. Oben angekommen, auf 984 Metern, geht es noch höher hinauf. Fast 1,5 Kilometer schlängelt sich der Baumwipfelpfad durch den Bergwald am Gipfel des Grünbergs. Und dann hat man ihn erreicht. Den Höhepunkt des Pfads, ein 39 Meter hoher, architektonisch imponierender Aussichtsturm. 260 Tonnen Stahl und 1000 Kubikmeter Holz wurden hier verbaut. Oben angekommen bietet die Plattform einzigartige Panoramablicke. Bei gutem Wetter zeigt sich das gesamte Voralpenland und das Salzkammergut, vom Traunsee bis zum Dachstein. Runter geht es für Mutige deutlich schneller als hoch. Die 75 Meter lange Tunnelrutsche verspricht Action pur. Ein Ausflug mit Wow-Effekt. Und dann geht es zurück auf die Traunviertel-Radrunde. Vom Stausee Klaus führt eine kleine Schleife zur Steierling und dann zum Etappenziel, Windisch-Garsten. Lukas ist mittlerweile im Pyrn-Priel-Gebiet angekommen. Was ich an unserer Gegend schätze, ist einfach, dass es nicht überlaufen ist. Das ist die intakte Natur. Und dass man immer wieder ganz viele Plätze findet, wo man einfach alleine sich auch bewegen kann. Das schätze ich sehr. Der Stausee Klaus wurde zur Energiegewinnung gebaut. Gleich nebenan überrascht eine weitere Naturidylle. Hier ist ein weiterer Lieblingsplatz von mir, die Steierling. Die mündet dort vorne in die Steier, in den Stausee. Glasklares Wasser, sehr gute Wasserqualität. Und man sieht unten den Schotter, das heißt der Flussbach ist lebendig und der tummelt sich ganz viele Fische. Also sehr wichtig für den Stausee, der was langsam verschlammt. Gut 7 Kilometer lang ist der Stausee und 40 Meter tief. Der Radweg führt direkt auf die neu gestaltete Eisenbahnbrücke. Durch die Extraspur für Radler konnten die beiden Radwege Steiertal und Nationalpark Kalkalpen miteinander verbunden werden. Und dann geht's ins beschauliche Rettenbachtal. Beim Radfahren die Gegend erleben ist für mich die richtige Geschwindigkeit. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, stehen zu bleiben und die wunderbare Gegend auf mich einwirken zu lassen. Aber gleichzeitig bringt man relativ viel Weg hinter sich. Man entdeckt ja, wenn man aufmerksam ist und die Gegend auf sich einwirken lässt, so viele wunderbare Kleinigkeiten. Ja, das kann man ja ganz oft einfach selbst erfreuen, was ich da immer wieder entdecke. Ankunft am heutigen Etappenziel, Windisch-Garsten. Ein kleiner Luftkurort mit knapp 2.500 Einwohnern, historischem Ortskern und einer wohlverdienten Erfrischung für Lukas. Kostenlos dazu der Blick auf die Haller Mauern, das Tote Gebirge und den über 2000 Meter hohen kleinen und großen Pyrgas. Der nächste Morgen. Also wir fahren ja heute in den Nationalpark. Ich freue mich irrsinnig auf den Tag. Aber erst einmal geht es hinauf zum Hengstpass. Dann nach Unterlausa und weiter nach Reich-Raming. Zum Hengstpass hinauf führt nur die ganz normale Straße. Eine Alternativroute ist aber geplant. Ankunft am knapp 1000 Meter hohen Pass. Geschafft. Ja, Hengstpass war echt anstrengend. Aber jetzt geht's weg von der großen Straße, rein in die Natur. Und es wird sicher wunderschön. Ich freue mich schon drauf. Belohnt wird die Anstrengung mit einer kilometerlangen Abfahrt hinunter nach Unterlausa. Da endet der Radweg Nationalpark Kalkalpen und es beginnt der Hintergebirgsradweg.
Die Etappe von Windischgarsten in den Nationalpark Kalkalpen ist die mit den meisten Höhenmetern. Der Anstieg zur Mooshöhe. 4,5 Kilometer schlängelt sich die kleine, idyllische Bergstraße hinauf. Für Lukas Althuber, der immer ohne Motor unterwegs ist, eine sportliche Herausforderung. Dann ist der höchste Punkt erreicht, die Mooshöhe. Hier kann man, je nachdem, den E-Bike-Akku oder die Energiespeicher wieder aufladen. Dankeschön, das lasse ich mir jetzt schmecken. Das habe ich mir verdient. Es ist so eine Spezialität da oben. Es sind Innereien und es schmeckt wahnsinnig gut. Und das ist ein Geheimtipp. Fast jeder, der daherkommt, der ist der Beischl. Und da mache ich mit. Gekocht von den Pächtern Froni und Hans Fürwenger. Also es ist wirklich wunderbar, so wie Sie es gesagt haben. Während Lukas sein Bäuchel genießt, schauen wir uns schon mal um im Nationalpark Kalkalpen. Der beginnt gleich hinter der Mooshöhe. Der Park ist der Arbeitsplatz von Ranger Franz Sieghardtsleitner. So, jetzt gehen wir am Triftsteig. Das ist ein alter Holzknechtsteig. Die hat man entlang des Reichramingbaches und des Großen Baches im gesamten Hintergebirge gehabt, in die Schluchten hinein. Weil da sind die Holzknechte gegangen und haben dann das Holz herausgedriftet aus dem Hintergebirge an die Enns, um sie dann weiter zu transportieren. Das war eine sehr gefährliche Arbeit und da schauen wir jetzt, in welcher oder wie diese Wege früher angelegt waren. Heute braucht man nur etwas Mut und Schwindelfreiheit. Höhenangst ist weniger ein Thema. Der Klettersteig verläuft meist wenige Meter oberhalb des Baches. Eine Route, die auch Franz begeistert. Die meiste Zeit verbringe ich leider im Büro, aber wenn ich kann und Gruppen führen kann, dann mache ich das gerne und bin so gerne heraus. In der Freizeit sowieso. Es ist mir zur Heimat geworden da heraus. Also ich sehe die Natur gerne über das ganze Jahr. Jede Jahreszeit hat ihre Eigenheiten und Schönheiten. Das ist sensationell. So wie diese besondere, etwa 1,5 Kilometer lange Route entlang des Großen Baches. Der Triftsteig. Ein abwechslungsreiches Abenteuer im Reichraminger Hintergebirge, das oft als letzte Urlandschaft Österreichs bezeichnet wird. So, das war jetzt der Driftklettersteig. Ein Erlebnis der besonderen Art am Wasser. Und jetzt wandern wir 400 Höhenmeter hinauf durch den Wald zur Anlaufalm, dieser Sonnenterrasse da im Hintergebirge. Dort freuen wir uns dann auf Almjausen. Eine Wanderung durch alte Buchen-Urwälder, Europas ursprüngliche Wildnis. Im Nationalpark Kalkalpen gibt es noch fast 2000 Hektar davon. Sie sind Österreichs erstes und einziges UNESCO-Weltnaturerbe. Da haben wir Ringelnatter. Das ist eine der 4 Schlangenarten, die da vorkommen im Nationalpark Kalkalpen. Neben Ringelnattern gibt es auch noch Äskulapnattern, Kreuzottern, die wären giftig. Oder die österreichische Schlingnatter. Aber es sind herrliche Tiere und erfüllen eine wichtige Aufgabe im Ökosystem. Also wenn sie züngelt, dann ortet sie also und schaut, mit was es zu tun hat. Das Dolomitgestein der Kalkalpen. Ursprünglich war hier mal ein Meeresriff. Natürliche Veränderungen im Gegensatz zu denen vom Menschen gemachten. Der Klimawandel ist sicherlich spürbar. Wir haben auch Modelle gemacht. Also bei uns wird sich die Buche mehr ausbreiten und die Fichte wird an Dominanz verlieren. In den unteren Talschichten wird die Eiche einwandern, aber wir machen uns überhaupt keine Sorgen. Denn wir wissen eines, dass über den Wind viele Pollen von Bäumen zu uns heraufgetragen werden aus dem Süden. Und es wird sich jene Baumarten durchsetzen, die am meisten also mit dieser Dürre und mit der Trockenheit umgehen können und mit der Klimaerwärmung. Bei uns macht es die Natur von selber, da brauchen wir uns überhaupt nicht einmengen. Das nimmt einen normalen Verlauf. Der Nationalpark Kalkalpen gilt als bedeutendster Waldnationalpark. Ein unentdecktes Naturidyll.
So, geschafft. Jetzt kommen wir auf die Anlaufalm. Aber vorher noch das. Diese Tümpel sind sehr wertvoll für die Amphibien. Die werden von den Weidetieren hinter mir getreten. Und da laichen dann Erdkröten, Gelbbauchunken, Wasserfrösche, Bergmolche. Und ich sehe da schon Kaulquappen vom Grasfrosch. Oben auf der Oberfläche sind Wasserläufe und da ist er. Und jetzt steht er sich tot. Ja? Und das ist der Grund, warum er Gelbbauchunke heißt. Die ist sehr selten und im Alpenvorland ist die beinahe ausgestorben, weil es keine Gewässer mehr gibt, die so sonnig und beleuchtet sind. Das Ziel die Anlaufalm auf 982 Metern Seehöhe. Stefanie, grüß dich. Hallo. Gern, komme ich gern. Die Alm ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Mountainbiker und bekannt für eine hausgemachte Spezialität, den Topfenstrudel. Bei gutem Wetter muss Stefanie Bründel reichlich aufschneiden. Und isst du selber auch noch Topfenstrudel? Ja, Ja? die Randstückeln vor allem. Ja? Warum? Die bleiben meistens übrig, ja, und dann dürfen wir die verkosten. Und? Herrlich. Das sagen auch die Gäste. Da habe ich jetzt den Topfenstrudel. Ja, wow, der schaut lecker aus. Bitte schön. Allein der Duft macht süchtig. Sensationell. Man merkt einfach, dass man auf der Alm ist. Almatmosphäre, die man länger genießen könnte. Aber wer mag, kann hier auch übernachten. Viert euch. Danke für die gute Stärkung. Auch für Lukas geht es weiter. Gut gestärkt auf seine Lieblingsroute. Von der Mooshöhe führt der Radweg R9, der Hintergebirgsradweg, mitten durch den Nationalpark Kalkalpen nach Reichaming. Dieser Hintergebirgsradweg R9 gilt als einer der schönsten Radwege Österreichs. Eine ehemalige Bahntrasse durchs Hintergebirge. Zurück ließ sie 19 Tunnel. Ein kurzer Stopp am Schleierwasserfall. Wir befinden uns mitten im Nationalpark Kalkalpen und mir taugt es da extrem, weil ein toller Radweg. Früher war hier die Waldbahn und auf der alten Bahnterrasse fahren wir jetzt. Früher sind die Tunnel ja wirklich von der Waldbahn genutzt worden und mit der Dampflok wurde das Holz heraus transportiert. Das war ganz wichtig. Cool, dass wir das heute nutzen können in unserer Freizeit. In mühsamer Handarbeit in die Felsen geschlagen. Die Menschen brauchten damals viel Holz für die Eisengewinnung. Die Waldbahn wurde eigens dafür gebaut. Bis 1971 fuhr sie noch. Einige Tunnel sind so lang, dass für die Pedalritter eine Beleuchtung installiert wurde. Den Strom dafür liefern Solarpanels an den Tunnel-Ein- und Ausgängen. Ah, das war ja doch nicht der letzte Tunnel. Da ist die große Klause. Die schauen wir aber jetzt auch noch an. Ein Wehr, das zum Aufstauen von Gewässern für die Flößerei gebaut wurde. Von hier wurde das Schwemmholz nach Reichaming getriftet. Was ich mag, ist, wenn einfach das Wasser so bricht. Also jetzt so, es sind so Höhenstufen und dann bricht das Wasser runter. Und das Geräusch, das haben wir jetzt am ganzen Radweg eigentlich gehabt. Und das finde ich sehr beruhigend. Es ist immer wieder solche Schluchten, die einfach für mich besonders sind. Und dann die Jahrtausende, was das da durchgeschliffen worden ist, da sieht man wieder, ja, wie alt das die Erde ist und was für einen Wimpernschlag wir eigentlich auf der Welt haben. Und wenn ich da bin, dann habe ich es gut genützt. Schließlich kommt er doch noch, der endgültig letzte, der 19. Tunnel. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, da durch den wirklich oft dunklen Tunnel durchzufahren. Man merkt richtig, wie das Grundwasser durchsickert. Und das ist ja teilweise eine feuchte Angelegenheit, wenn das Wasser so durchtropft. Aber es ist durchwegs eine gute Erfrischung. Eine richtige Dusche wartet hier im Hotel von Reichaming, dem Ende der heutigen Etappe.
Und dann, am nächsten Morgen, heute steht die letzte Etappe an, nach Steyr. Jetzt sind wir noch in Reichaming und werden jetzt den Enstal-Radweg wieder zurückfahren. Helm rauf und los geht's. Ein bisschen gespürt tue ich schon. das darf Lukas auch, nach mittlerweile mehr als 400 Radkilometern in den Beinen. Von Reichaming geht es über den R7, den Enns-Radweg, immer entlang des Flusses vorbei an Losenstein nach Steyr. Da hat der Bauer gerade gemäht und sein Heu, also das abgeschnittene Gras hingelegt. Jetzt fahre ich da rein. Dass ich da vorbeikomme beim Auto, tut man normal nicht. Jetzt kommen wir nach Losenstein. Drüben sieht man jetzt die Burgruine. Da kommen nur selten Autos vorbei auf der Straße. Da hat er seine Hühner freilaufen. Also Freilandeier garantiert. Das geht sich genau nur aus. Lukas muss sich sputen, denn er hat eine Verabredung. Oh, ihr seid schon alle da. Super. Hey, grüß euch. Die habe ich ja Glück, Eva. Auf Freundin Eva Hörmann ist Verlass. Die ist zu. Sie hat schon alles vorbereitet. Jawohl, gut, passt auch. Kletterkurs Super. Und selbst klettern an der Weißensteiner Wand in Trattenbach. Die Weißensteiner Wand ist ein fast senkrechter Kalkfelsen. Das Ennstal ist nicht nur Radlerparadies, sondern auch ein großer Klettergarten. Für den erfahrenen Kletterer eigentlich kein Problem. Wenn er nicht, wie heute vorher, schon viel geleistet hat. Ganz schön schwierig. Ja, ich löse es jetzt gerade ganz anders als wie sonst. So bin ich es, glaube ich, noch nie geklettert. Aber es fühlt sich besser an. Kann ich mir beim letzten auch noch erinnern. Harte Arbeit. Und der Wille zählt. Ist jetzt ein bisschen besser. Vielleicht hilft ja Motivation von unten. Geht schon, Luki. Einmal geht's noch. Jawohl, super. Geschafft. Jetzt nur noch die Sicherung fixieren zum Abseilen. Okay. Ist das schön. Und dann geht's weiter. Die letzte Etappe, ein bisschen Wehmut, aber ich freue mich schon drauf. Noch etwas mehr als 15 Kilometer sind es über den Ennstal-Radweg nach Steyr. Steyr, zurück am Ausgangspunkt, da wo Enns und Steyr sich treffen, schließt sich auch der Kreis der Traunviertel-Radrunde. Am alten Stadttor, dem Neutor mit dem Eingang zum Grünmarkt, heißt es Abschied nehmen. Ja, so schön ist es bei uns. Man muss es einfach nur machen. Oberösterreich mit dem Rad. Ein nachhaltiges Erlebnis für die Umwelt und die eigene Erinnerung. Fast immer am und beständig im Fluss.